Ich bin von Beruf Landschaftsgärtner gewesen. Knapp vorbei, ist auch vorbei. Er sprach kaum, lachte nicht mehr. Aufwärts geht's dank der Tagesbetreuung hier in Offenbach. Karl-Heinz Herzberger wohnt noch privat, denn seine Frau hilft ihm im Alltag. Klar, arbeiten, das geht nicht mehr, weil er ständig vergisst. Mit 59 Jahren habe ich das also im Krankenhaus ist das festgestellt worden. Die 83-jährige Rotraud Gensch hat Altersdemenz. Auch sie profitiert von der Tagesbetreuung. Ich bin sehr kontaktfreudig eigentlich und das hilft mir in dieser Gruppe. Sie wohnt hier in einer betreuten WG im Haus, weil alleine käme auch sie im Leben nicht mehr zurecht. Ich denke, dass bei Demenz erstmal die Beschäftigung so wichtig ist, dass man nicht nur sitzt und grübelt. Bei der Demenz baut das Gehirn unkontrolliert Gehirnzellen ab. Betroffene verlieren schleichend ihre Erinnerung. Die Persönlichkeit verändert sich und nicht alle bleiben so positiv gestimmt wie Rotraud und Karl-Heinz. Es gibt Menschen, die werden herausfordernd, sagt man, also tatsächlich aggressiv, dominant, teilweise gewalttätig. Damit ist es dann sehr, sehr schwer oft umzugehen, auch gerade für die Angehörigen. Angehörige sind oft ratlos, wie sich der Alltag gut bestreiten lässt. Vor allem, wenn Betroffene die Sprache verlieren. Ergotherapeutin Saskia Raths-Hecht aus Kassel setzt dafür praktische Hilfsmittel wie Bildkarten und sprachprogrammierte Knöpfe ein. Ich möchte etwas trinken. Mit den Bildkarten wird klar, was die Person gerade möchte. Unterstützte Kommunikation ist für alle Menschen wichtig, die sich auf verbalen Weg nicht mitteilen können. Ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche. Und somit für Menschen mit Demenz unglaublich wichtig im Alltag, um Frustrationstoleranz vorzubeugen, einen gewissen Lebensstandard und Qualität zu erhalten, wiederzuerlangen. Sich mit der Krankheit arrangieren ist oft das einzig Mögliche. Medikamente, die Demenz heilen können, gibt es auf absehbare Zeit nicht. Aber Vorbeugung kann richtig viel bewirken. Für Menschen ist es gesund und richtig, sich mit anderen auszutauschen, nicht einsam zu sein und eben am Leben in jeder Form teilzunehmen. Also wir können bis zu 40% der Demenzerkrankungen durch konsequente Prävention verhindern. So lange wie möglich am Leben teilnehmen, ist also die wichtigste Therapie. Wir gehen zusammen spazieren, wir haken uns ein, wenn jetzt jemand schlechter gehen kann. Und wir haben also sehr viele Möglichkeiten, uns gegenseitig zu helfen. Ich fühle mich hier sehr gut. Auch so mit den Leuten und so ist immer sehr unterhaltsam. Einrichtungen mit Beratung und Tagesbetreuung, gerade auch für jüngere Erkrankte, gibt es hierzulande noch kaum. Dabei werden sie immer wichtiger. Und was wir da gerade gesehen haben im Beitrag, war das Angebot des Demenzzentrums Stadthaus Offenbach. Und die Leiterin der Einrichtung ist jetzt bei uns, Maren Ewald. Hallo. Hallo. Wie selten oder häufig ist denn Demenz in jüngerem Alter? Sie ist im Grunde immer noch relativ selten. Man sagt, dass etwa 5% aller Demenzerkrankungen unter 65 Jahren auftreten. Das sind in Deutschland aber dennoch etwa 100.000 Menschen, die betroffen sind. Und aus der subjektiven Perspektive ist es eben oft für jüngere Menschen eine ganz besondere Tragik, die sie dadurch erleben. Wo ist die Tragik noch größer als bei den Alten? Was erleben Sie da? Gerade im Alter von 50, 60 Jahren wird von ihnen eben oft noch erwartet, dass sie funktionieren. Sie sind erwerbstätig, sollen Karriere machen. Ihre Kinder sind vielleicht in der Ausbildung. Und auf einmal können sie diesen ganzen Ansprüchen nicht mehr genügen und werden sehr, sehr stark mit dem Verlust dessen, was von ihnen gewünscht wird, konfrontiert. Und das ist oft sehr, sehr schmerzlich. Weil der Kontrast zum Normalen eben noch größer ist. Ganz genau. Was sind denn erste Anzeichen, durch die sich eine Demenz vielleicht zeigen kann? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Oft ist es der Verlust von Wörtern, die einem sonst sehr, sehr vertraut sind. Man findet sich nicht mehr zurecht in Gegenden, die man sehr, sehr gut kennt. Oft ist es aber auch so, dass sie vielleicht speziellen sozialen Normen nicht mehr entsprechen können. Also auf einer Party würden Sie mich jetzt vielleicht 5-mal begrüßen. Ihnen wird das gar nicht negativ auffallen, aber ich würde Sie irgendwann schräg angucken. Und dadurch würden Sie merken, oh Gott, ich funktioniere einfach nicht mehr. Wenn ich das jetzt machen würde, dann wäre klar, da ist was schräg, ich sollte mal zum Arzt gehen. Wenn ein älterer Mensch das ein oder andere vergisst,
muss es ja nicht gleich Demenz sein. Ein Stück weit ist es ja auch normal im Alter. Genau, ja. Wie kann derjenige oder diejenige dann rausfinden, ob es wirklich Demenz ist? Also zu welchem Arzt geht man da? Zum Hausarzt oder gleich zu so einer Spezialsprechstunde? Also wenn Sie das Gefühl haben, dass was nicht stimmt und Sie haben einen guten Hausarzt, eine gute Hausärztin, denen Sie vertrauen, kann das auch Ihr erster Ort sein, den Sie aufsuchen. Aber wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben dann niemanden, dann empfehlen wir doch, zu sogenannten Gedächtnissprechstunden zu gehen, die sehr oft in Kliniken anzutreffen sind, auch in der Uniklinik hier in Frankfurt. Da sitzt ein interdisziplinäres Team, die Sie sehr, sehr gut beraten und auch psychologisch betreuen unter Umständen. Also und da gibt es dann auch eine wirkliche Antwort auf die Frage. Genau, die begleiten Sie auch über längeren Zeitraum. Wenn ich in meinem Leben bisher Menschen, die mir wichtig waren, getroffen habe, die dann aber anfangen, ja, eine Demenz zu entwickeln, dann habe ich bei mir selber gemerkt, ich wurde irgendwie teilweise so ein bisschen wütend auf die. Also so nach dem Motto, streng dich doch mal an, das muss dir doch noch einfallen. Das war eigentlich ungerecht, aber irgendwie kommt diese Wut in einem auf. Was raten Sie Angehörigen in so einer Situation? Genau, also erstmal raten wir oder beruhigen, diese Wut ist erstmal ganz, ganz normal. Das gehört irgendwie auch dazu und das betrifft auch jeden, so gut er auch alles machen möchte. Wir raten aber dazu, möglichst viel Informationen zu sammeln, weil Information Sicherheit schafft. Und ganz, ganz früh auch in die Beratung zu gehen. In der Beratung helfen wir zum Beispiel gerade auch bei Themen wie Kommunikation. Wie kommunizieren wir wertschätzend und nicht defizitorientiert miteinander? Und wie geht das? Indem Sie zum Beispiel nur Fragen stellen, die sich mit Ja oder Nein beantworten lassen. Also wenn ich Sie jetzt frage, was möchtest du heute Spaghetti essen? Und Sie sagen ja, dann sagen Sie ja, weil Sie vielleicht den ganzen Satz nicht mehr sagen können sozusagen. Und Sie werden nicht so stark mit den Defiziten konfrontiert, wenn ich jetzt sagen würde, was möchten Sie gerne essen? Das sind ganz klassische Beispiele. Der Demenz hat, trotzdem immer noch oft sich dessen bewusst ist, dass er das hat und dann quasi erinnert wird. Genau, das wird oft unterschätzt. Menschen mit Demenz trauern um sich selbst. Sie empfinden oft einen ganz, ganz tiefen Schmerz. Und unser Ziel sollte sein, sie möglichst wenig mit diesem Schmerz zu konfrontieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ein Problem aus Sicht der Angehörigen ist oft auch, dass Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz gern mal spazieren gehen, aber unklar ist, ob sie wieder nach Hause kommen. Was sollte man da tun als Angehörige? Da beraten wir auch relativ ausführlich und sagen, dass die Angehörigen erstmal für sich entscheiden müssen, ist es ihnen wichtiger, die Autonomie des Menschen zu berücksichtigen oder auf jeden Fall auf Nummer sicher zu gehen. Und wir sagen, da Lebensqualität im Mittelpunkt stehen sollte, lassen Sie die Menschen spazieren gehen, rüsten Sie sie unter Umständen mit einer GPS-Uhr oder so aus. Aber seien Sie sich bewusst, es kann auch mal was passieren, aber der Mensch hat Freude und kann möglichst viel Lebensqualität erfahren. Das ist auch so ein allgemeines Motto in Ihrem Ansatz, wie Sie die Menschen begleiten, ne? Genau, wir sprechen nicht von Therapie, von Training, sondern wir wollen Lebensqualität bis zum letzten Tag, sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen. Und vielleicht noch ganz kurz zu den Angehörigen, wenn die schlichtweg sich überfordert fühlen, an wen können die sich alles wenden? Mittlerweile gibt es zum Glück relativ viele Punkte, die man besuchen kann, Menschen, die man danach fragen kann. Alzheimer-Gesellschaften, Pflegestützpunkte, Ärzte oder auch Beratungsstellen wie wir. Also es ist ein Riesenthema, aber zum Glück gibt es auch ein großes Hilfenetzwerk. Sie sind Teil davon. Vielen Dank. Maren Ewald, Leiterin des Demenzzentrums Stadthaus Offenbach. Danke, dass Sie da waren.